Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es um ein neues Entwurfsmuster und zwar die Dependency Injection oder das Dependency Injection Pattern. Und was das genau macht ist, es ist sozusagen eine Formalisierung von was ihr eigentlich schon sehr, sehr lange kennt, aber ich möchte euch natürlich auch sagen, was der Sinn dahinter ist. Und zwar möchte man oftmals haben, dass die Klasse oder in unserem Fall der Client hier keine Ahnung hat, was er hier gerade eigentlich oder wo die Instanzen von den Klassen, die er benutzt, also er benutzt hier Product und Product 2, und er hat keine Ahnung, wo diese Instanzen eigentlich herkommen, weil sie vielleicht genau nur einmal existieren oder weil sie vielleicht von jemand anders an ihn durchgereicht wurden. Denkt vielleicht einfach mal an ein Spiel wieder mal. Ich mache das eigentlich ganz gerne als Beispiel, wenn man da irgendwie alles findet. Und zwar nehmen wir an, der Client kauft sich eine neue Waffe. Dann also in unserem Fall ist der Client der Spieler dann und die Products sind hier eben Waffen. Also in unserem Fall brauchen wir nur Product 1, Product 2 fällt dann wieder weg. So, gibt es natürlich mehrere davon, aber sie extenden alle das Interface Waffe und der Client hält sich eben genau eine Waffe. So, und jetzt kauft man die sich natürlich, das heißt, man hat hier einen relativ komplexen Prozess. Geld muss abgezogen werden und so weiter und so fort. Und es gibt auch nicht unendlich viele von diesen Waffen. Sprich, man kann nicht einfach eine neue erstellen, sondern sie muss ja von woanders gelöscht werden. Und all das ist ein relativ komplexer Prozess, den man eigentlich so nicht in den Client reinschreiben würde, sprich in den Spieler, weil sonst so viel hier drin steht. Man hat doch diese Richtlinie, dass da möglichst nur genau das, was zum Spieler gehört, drin steht und sonst eben nichts. Und deswegen sagt man, okay, man hat hier einen sogenannten Injector, der baut oder setzt einfach nur, also der muss nicht unbedingt den Client createn, also erstellen, er kann ihn aber erstellen. Und er muss auch nicht unbedingt die Produkte erstellen, er kann sie aber erstellen. Und ja, dann injectet er eben beim Client einfach dieses neue Produkt. Okay, was ist der Vorteil davon? Also ich habe schon ein bisschen was gemacht oder welches Problem wird gelöst? Der Sinn dahinter ist, wie gesagt, dass die Anwendung unabhängig ist von den Objekten, beziehungsweise genauer gesagt von der Objekterstellung. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil wir können jetzt hier den Injector natürlich so komplex machen, wie wir wollen. Das heißt, da kann haufenweise Erstellung rein und dadurch wird eben der Client hier oben einfach schlanker. Und denken wir vielleicht auch daran, dass wir hier zum Beispiel Config-Files im Injector lesen können und verarbeiten können und dann die Produkte, je nachdem wie eben diese ganzen Config-Files sind, hier reinschreiben können. Und je nachdem können wir natürlich hier nicht nur einen Injector haben, wir können natürlich eine ganze Reihe von Injectoren haben, die dann von mir aus von dem Injector Interface erben oder sowas braucht man aber nicht mal unbedingt in dem Fall. Man hat hier einfach irgendwelche Injectors und je nachdem welchen Injector man aufruft, bekommt der Client dann eben wieder was anderes vorgesetzt. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil man dann natürlich auch wieder sehr, sehr flexibel damit wird. Und was noch viel geiler ist, wir können damit super refactoren. Refactoring bedeutet, wir können alten Code einfach überarbeiten sozusagen. Und was natürlich hier passiert ist, ich kann den Injector einfach lassen und kann hier einfach, oder ein kleines bisschen nur verändern und kann hier einfach ein anderes Produkt nehmen. Alles kein Problem, ich muss nur im Injector im Endeffekt auf das neue Produkt verweisen. Der Client merkt davon rein gar nichts. Und das ist super gut. Wir können aber auch einfach einen anderen Injector schreiben, der einfach alles ändert und der Client merkt davon immer noch nichts. Und das ist einfach super flexibel und wir haben einfach, ja, wir müssen den Client nicht anfassen, der vielleicht extrem groß ist. Plus, wir können natürlich auch, also jetzt mal von der entwicklerischen Seite, sagen, einer arbeitet am Client, einer arbeitet am Injector und ja, man hat dadurch natürlich zwei Klassen, das heißt, zwei Leute können dran arbeiten und man hat nicht einen, der vielleicht an was anderem von eben dem zweiten dran rumfuscht. Das heißt, wenn beide am Client arbeiten, dann kann es mal sein, dass der eine plötzlich was überschreibt, an dem eigentlich der andere arbeitet, was nicht so geil wäre. So, es gibt 3 Arten von Dependency Injection, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und ja, ihr kennt sie eigentlich alle schon. Und zwar, das erste ist einfach beim Konstruktor. Das heißt, man erstellt natürlich dann auch den Client im sogenannten Injector. Das heißt, der Client bekommt einfach im Konstruktor einen Product P mitgeliefert und sagt dann, Product ist gleich P. Das heißt, er muss sich dieses Product nicht selbst erstellen und kann dadurch natürlich konfiguriert werden. Also sozusagen einfach Product A oder was hatten wir gesagt? Hier Product A oder Product B. Je nachdem, welches eben hier gesetzt werden soll, das entscheidet allein der Injector beim Erstellen vom Client. Dann zweite Möglichkeit, hier, wir haben einfach einen Setter, einen ganz stinknormalen Setter und ja, in dem Fall ist das wirklich ein Entwurfsmuster.
Das heißt, das brauche ich eigentlich nicht weiter erklären. Man setzt einfach ein Produkt und das ist einfach der Member hier, this.product, setzt man auf dieses Product, was mitgeliefert wird. Und ja, das nennt sich auch Dependency Injection. Könnt ihr sagen, ich habe ein Wurstmuster benutzt. Ha! Okay, und das hier ist ein Setter-Interface und ja, sowas gibt es wirklich. Da hat man tatsächlich diesen Setter hier in ein Interface ausgelagert und dieses Interface dann bei der kleinen Klasse implementiert. Sprich, man hat gesagt, ja, Setter im Endeffekt und der Setter war aus einem Interface. Wow, mega mächtig. Naja, egal. Auf jeden Fall sind das die 3 Möglichkeiten, die ihr habt. Sprich, ihr könnt es direkt beim Erstellen injecten oder eben später. Und je nachdem, was ihr für eine Anwendung habt, ist dann natürlich die eine Variante sinnvoller als die andere. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.